Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie man aus den Fingern und dem Handgelenk und der richtigen Haltung des Schlägers sehr viel Energie generieren kann. Um welche drei Griffe geht es heute? Zum einen um den Vorhandgriff oder V-Griff. Das ist eben, wenn ich hier den Schläger so senkrecht habe, kann ich den so nehmen. So. Dann den reinen Rückhandgriff. Dazu drehe ich den Schläger im Uhrzeigersinn, habe hier den Daumen auf der dicken Seite drauf und die Finger hier nebeneinander. Und dann gibt es noch was dazwischen. Das ist hier, habe ich ihn hier auf der schmalen Seite den Daumen drauf und den Zeigefinger noch etwas weiter oben. Vorhandgriff. Der sogenannte Vorhand- oder V-Griff ist, wenn ich den Schläger hier mit seiner breiten Seite auf den und den Punkt meiner Hand lege, hier drauf, so, und dann, wenn ich hier locker zumache, den Daumen gleich zwischen Zeigefinger und die anderen Finger, fast auf der Höhe von den Zeigefingern. Ja, wenn ich das jetzt hier drehe, sehe ich hier das V, deswegen heißt dieser Griff auch V, und wenn ich den Arm ausstrecke, habe ich genau hier meinen Schläger senkrecht. Ich drehe ihn nochmal auf. So liegt der Schläger in der Hand. Wenn ich hier zupacke, ist jetzt hier wichtig, wenn ich drehe, kann sich hier unten das frei bewegen, das Ende, und stößt hier nirgends an. Das heißt, ich habe hier volle Bewegungsfreiheit bei allen Bewegungen des Handgelenks. Rückhandseite. Aus dem Vorhandgriff hier dreht man den Rückhandgriff leicht hier gegen den Uhrzeigersinn und hat ihn dann auf der Kante hier, also auf der anderen Seite des Schlägers, liegt er jetzt hier wieder da auf dem Ballen und etwas weiter oben, sodass der Schläger hier drin liegt. Und bei dem richtigen Rückhandgriff oder Daumen drauf ist der Zeigefinger auch hier unten und ich habe den Daumen hier oben drauf. So, der dritte Griff ist zwischen diesen beiden Griffen, Rückhand- und Vorhandgriff. Da hat man den Daumen hier drauf, den nimmt man für Rückhand-Überkopfschläge. Das heißt, man dreht wieder gegen den Uhrzeigersinn hier in der Hand, hat aber hier den Daumen auf der flachen Seite und hier den Zeigefinger etwas weiter auch außen, sodass ich hier neben dem Daumenkraft auch hier nochmal mit der Unterarmpronation arbeiten kann. Was sehr wichtig ist, dass man übt, diese Griffe sehr schnell ineinander zu wechseln. Das heißt, also Vorhandgriff, Rückhandgriff, Vorhandgriff, Rückhandgriff, Vorhandgriff, Rückhandgriff. Da darf ich nicht mehr überlegen müssen, da muss ich wirklich schnell und automatisch hier immer wechseln. Das heißt, ich ziehe hier mit den Fingern und mit dem Daumen schiebe ich etwas, und so kann ich mir den Schläger hier in der Hand jeweils so justieren, wie ich ihn brauche. Aus meiner Grundposition mit dem Vorhandgriff kann ich hier rüberdrehen und wieder zurück. Und wieder rüber und wieder zurück. Vorhand, Rückhand, Vorhand, Rückhand. Ja. Ganz wichtig, wer das noch nicht hundertprozentig beherrscht, einfach jeden Tag 5 Minuten auf der Couch üben, Schläger in die Hand nehmen und schön immer hin und her switchen. Wie generiere ich die Kraft durch das Zupacken? Also grundsätzlich, ich habe den Schläger immer locker in der Hand, hier, so als locker, mit dem Zeigefinger und dem Daumen fixiere ich ihn leicht, die 3 Finger sind bloß zum Stabilisieren da. Ja? Und in dem Moment, wo ich dann zupacke, beziehungsweise wo ich den Ball treffe, im Zeitpunkt des Treffens des Balles, mache ich dann hier und dann geht der Schlägerkopf automatisch nach vorne. Mach es nochmal. Das heißt, Handgelenk leicht nach hinten. Wenn ich das Handgelenk leicht nach hinten gekippt habe, ist durch diese lockere Fingerhaltung, geht der Schläger hier automatisch zu den Fingern und hier ist der Griff vorne, ist hier Spielraum zum Handballen. Und wenn ich jetzt zupacke, hier zupacke mit den 3 unteren Fingern,
kommt automatisch hier der Griff hier vor. Und wenn ich gleichzeitig dann das Handgelenk nach vorne bewege, dann habe ich hier einen richtig schönen Schwung im Schläger. Sieht dann in Echtzeit so aus. So, dann zur Rückhandseite. Wenn ich also jetzt meinen Griff habe, sodass ich hier mit dem Daumen drauf bin, die 4 Finger hier sind jetzt schön zusammen, kann ich eben hier über den Daumen, wenn ich den Daumen drücke, kann ich hier mit dem Handgelenk den Schwung generieren. Ähnlich wie bei der Vorhand ist es so, man hat den Schläger immer locker, solange das Handgelenk hier hinten ist das Gewicht des Schlägers drückt hier gegen die Finger, also das ist hier, geht hier automatisch nach oben. Und sobald ich hier das Handgelenk nach vorne bringe, kippt auch der Schläger und geht dann aus der Bewegung wieder hier in den Ballen rein. Ja, also über den Daumen und die Zeigefinger habe ich hier diese Kippbewegung. Die kann ich durch das Handgelenk steuern und einleiten. Wenn ich das Handgelenk nach hinten kippe und den Daumen hier drauf habe, ist der Schlägergriff hier vorne. Und wenn ich das Handgelenk hier nach vorne bringe und die Finger gleichzeitig zu mir ziehe, kommt der Schlägergriff hier hinten an den Handballen. Damit kann ich hier den Schwung aus der Rückhand generieren. Schaut dann in Echtzeit so aus.